Moin Levelü und willkommen zurück bei Radbot, bei mir sozusagen und Civ 7. Heute ein neues Projekt. Wir spielen als Karl der Große und sind das Oberhaupt der Karthager des DLC-Volks. Was können wir? Wir sind der Vater Europas. Militär- und Wissenschaftsgebäude erhalten eine Zufriedenheitsnachbarschaft durch Viertel. Also Viertel sind die Orte, wo zwei Gebäude stehen. Militär- und Wissenschaftsgebäude kriegen also, da die ja meist nebeneinander stehen, durch die Boni von ähm, Ressourcen, die sie sich teilen, stehen die oft bei mir zumindest nebeneinander. Das heißt, die kriegen immer ein bisschen Zufriedenheit. Das ist auch wichtig, weil wir 2 kostenlose Kavallerieeinheiten bekommen, wenn wir eine Feier haben. Das heißt, wir wollen viel Happiness, um viele Feiern zu haben, um viele Kavallerieeinheiten zu kriegen. Und unsere Kavallerieeinheiten sind auch noch +5 Kampfstärke besser während einer Party. Und dann haben wir Karthago. Wir können nur eine einzige Stadt haben. Wir können unsere Gemeinden also nicht umwandeln. Wir können keine gegnerischen Städte erobern oder solche Scherze. Wir haben für die ganze Antike nur eine einzige Stadt. Dafür bekommen wir, wenn wir einen Händler oder einen Kolonisten, also unseren Spezialsiedler, kommen wir gleich zu, bauen, kriegen wir immer einen zweiten dazu. Und wir kriegen, ja, wie alle Zivilisationen, eine besondere Produktion für ein Wunder, für die Bürsa. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was das kann. Sehen wir dann im Laufe des Spiels. Was haben wir noch? Wir haben die numidische Kavallerie. Deswegen nehmen wir auch Karl den Großen und haben einen Kavalleriefokus. Das ist eine Spezialeinheit. Sie kann nur erworben werden und ist teurer. Ich weiß, also sie kann halt nur gekauft werden. Ich nehme mal an, dass wir sie die Feiern trotzdem kriegen können. Die kriegt plus eine Kampfstärke für jede einzigartige Stadtressource in unserer Hauptstadt. Ich weiß gerade nicht, wie viele Ressourcen es gibt, aber 5, 6 Stärke kriegen wir hier bestimmt. Bei einer Feier kriegen wir nochmal 5, das heißt, die werden ziemlich stabil. Unsere Siedler haben +1 Fortbewegung zu Wasser, das wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Und +1 Bevölkerung, wenn wir neben Ressourcen siedeln. Da müssen wir dann denken, dass wir unsere Gemeinden immer direkt neben einer Ressource platzieren. Dann haben wir das Spezialviertel. Dazu brauchen wir einmal den Coton. Der bringt 2 Produktion und +1 Produktion, +1 Produktion für Küstengelände, schiffbare Flüsse und Wunder. Die können übrigens auch beide in Gemeinden produziert werden. Das ist ein bisschen der Clou. Und wir haben noch die Werft, die bringt Gold, +2 und +1 Goldnachbarschaft für Ressourcen, Bezirke und Wunder. Ich weiß nicht, warum hier Nahrung und dann steht hier Goldnachbarschaft. Das ist auch ein Goldgebäude. Ich nehme an, das ist Gold und nicht Nahrung. Nee, ist aber das Icon falsch. Ja, und zusammen ergeben die unseren punischen Hafen. Und das erhöht die Anzahl an Ressourcen, die in der Siedlung sein können, um 2. So können wir auch unseren Wirtschaftsweg haben, wenn wir schon dabei sind. Unsere Mementos sind joyeuse oder so ähnlich. Das gibt uns 2 Zufriedenheit für jede Kavallerieeinheit, die wir haben. Ihr seht, wohin die Reise gehen soll. Und wir haben das Chandama Hasenia oder so ähnlich. Kommt auf jeden Fall irgendwas Indisches. Das gibt uns weitere 5 Kampfstärke gegen befestigte Bezirke für alle Einheiten während einer Feier. Und jetzt starten wir mal rein. Hier ist ein schiffbarer Fluss, das heißt Küstengeländefelder, schiffbarer Fluss. Hier ist ein guter Standort für unser Spezialgebäude. Wir haben allerdings quasi überhaupt keine Ressourcen hier. Nein, wir haben die Ressourcen, glaube ich, ausgeblendet. Kann das sein? Ja, hier sind 2 Ressourcen. Ich würde lieber hier hingehen, um ehrlich zu sein. Weil wir hier auf Minen haben. Oh, das passt schon. Und dann bauen wir natürlich wie immer direkt einen Speer. Der kann hier auch schon mal lang tigern. 1, 2, 3. Das heißt, die Jade kriegen wir auch schon mal. Technologie. Ja, sehr gut. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich zu Pferden. Das heißt, wir bauen als erstes die Keramik. Wir bauen hier weitere Speereinheiten.
Schauen wir hier doch mal, ob wir noch irgendwas finden. Hier ist schon mal so ein Dings. Da kommen wir nur mit Segeln hin, das ist schlecht. Da ist auch noch einer. Unsere Stadt kann sich vergrößern. Wir gehen natürlich direkt zum Kaolin. Wir müssen jetzt wahrscheinlich auch... Okay, wir kriegen hier 75 Gold auf 75 Happiness. Jetzt tatsächlich ist Happiness noch nicht so unfassbar wichtig, weil wir noch keine Kavallerieeinheiten freigeschaltet haben. Das heißt, wenn wir jetzt eine Feier haben, bringt uns das nichts. Ich übrigens Karthago nicht auf... Naja, nicht auf Süßwasser gesetzt. Das heißt, die Stadt verliert ein bisschen... Also, wenn man nicht auf Süßwasser... Oder anders gesagt, auf Süßwasser siedeln, bringt einem... bringt einem 5 Happiness. Oh, Chiotikan. Und du bist uns freundlich gesinnt und ein Stadtstaat. Kriegen 100 Gold für 10 Wissenschaft. Naja, das nehmen wir. Ja, haben wir gemacht. Wir haben hier einen Speer gebaut. Wir bauen noch einen weiteren Speer. Aber der geht jetzt hier hoch. Ich glaube, dass wir die Stadt haben wollen, ehrlich gesagt. Den Siedlungsspot. Der ist schon echt gut. Daher gibt's. Kommen wir leider nicht so gut ran. Hier decken wir nochmal auf. Hier sind noch Berge. Ach ja, Berge. Berge haben wir hier gar nicht bei uns. Das heißt, unsere Happiness-Gebäude und unsere Kulturgebäude werden ein bisschen drunter leiden. Pferde ist natürlich auch sehr wichtig. Super, wir haben ja direkt 2 Gegner nebeneinander. Wir spielen übrigens auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Ein sterblicher. Naja, wir müssen nicht zwingend fröhlich mit euch oder freundlich mit euch sein. Mit euch vielleicht? Ja, mit euch bin ich mal ein bisschen zufriedener. Gemeinsame Forschung wäre natürlich gut. Wir können einen Krieger kriegen. Der Krieger wäre gut, um da hinten die Stadt loszuwerden. Weil du gehst mal hier runter. Die Stadt wächst natürlich auch. Und Steinbrüche. Ja, dann nehmen wir doch wahrscheinlich direkt auch noch die Schrift mit, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Ich bin ein bisschen überrascht, wie nah die Gegner uns scheinbar sind. Dann werden wir wohl nicht so viele Goodie-Huts kriegen. Nicht so viele Hütten. Unsere Siedler, hier muss einer hin, hier muss einer hin. Ah, hier ist schon auch ein... Also Wissenschaftsdinge haben wir hier unendlich. Jeden Handelsweg aus der Hauptstadt. Hauptbildung für Marineeinheiten, das brauchen wir alles noch nicht. Wir nehmen als erstes Mystik. Hier wollen wir, glaube ich... wollen wir denn eigentlich? Ja, wir laggen ein bisschen mit Kultur. Kultur sind wir gerade nicht so gut. Wir nehmen hier auch die Kultur. So, ich habe das Fenster zugemacht. Meine Nachbarn sind gerade rausgekommen und unterhalten sich auf dem Parkplatz vorm Haus. Unterhalten sich immer etwas lautstark. Müsst ihr noch nicht alles mithören. So, was wir brauchen ist ein Ziegelwerk. Brauchen wir natürlich auch hier. Jetzt können wir hier einfach die Minen abgrasen. Aber wir wollen eigentlich noch hier runter.
ganz eigentlich. Für die Ressource und die Ressource können wir eh nicht, aber für die Ressource hier. 1, 2, 3, ja, da kommen wir ran. Bist du schon 5 groß? Nein, du bist 4 groß. Bei der Größe von 5 können wir natürlich die europäische Kavallerie, ja, Kolonisten. Das heißt, sobald wir gewachsen sind, können wir den Kolonisten bauen. Dieser Werde. Oh, vielleicht behalten wir diesen Standort doch bei uns. Was ich auch gerne noch hätte, um das dazu zu sagen, wäre 3 Pferderessourcen, damit wir in der nächsten Epoche das Mongolenreich gründen können. Dann können wir nämlich richtig schön mit der Kavallerie weitermachen und in der modernen weiß ich doch noch nicht, was wir dann machen. Aber an und für sich finde ich es ganz unterhaltsam. Und hier noch so, wenn man eine Kavallerietruppe spielt. Hier sind auch Pferde, das heißt, hier wollen wir auch hin und da ist Wein. Hier. Kaufen Kolonisten. Also 2 Kolonisten. Hier kommt einer hin. Und hier. 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 Ja. Der Computergegner hasst uns jetzt natürlich. Irgendwie verständlich. Also ein bisschen wenigstens. Wir könnten uns hier vielleicht noch ein bisschen Militärhilfe sichern. Nee, mag uns nicht mehr. Das ist schlecht. Wie gesagt, wir spielen noch einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, zweithöchsten. Da wäre es gut, wenn die Computer ein bisschen mithelfen. Sind die jetzt gelaufen oder nicht? Noch nicht. Jetzt zumindest noch nicht. Ich habe eine neue Zivilisation getroffen. Ja, können gern Freunde sein. Können gern Freunde sein, wie gesagt. Ja, ich bin im Rückstand mit Ausrichtung. Überrascht mich jetzt nicht so sehr. Ich habe auch übrigens keine Ahnung, wie es laufen wird. Ich habe auf dem Schwierigkeitsgrad so noch nicht gespielt. Vielleicht läuft es total katastrophal und wir sind in ein paar Runden einfach auch kaputt. Keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Könnte mir vorstellen, dass das unangenehm wird. Vielleicht wird es ja auch eine krasse Erfahrung oder so. Allerdings mit Gewissheit sagen kann, ist, dass die uns jetzt gleich hassen werden. Und wir wahrscheinlich unseren Krieger irgendwo hin bewegen sollten, wo er die Stadt auch verteidigen kann. Oh, wir haben hier noch ein Dörfchen. Wir haben hier noch Naturwunder. Das wäre natürlich auch noch gut. Die Rede erobert den Gedanken. So, das ist Schrift und Schrift. Jetzt brauchen wir das Rad. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Viehzucht. Weil wir ja wie gesagt so schnell wie möglich
Ach, ich bin natürlich dumm. Nicht dran gedacht, dass wir so nah wie möglich an Ressourcen sein müssen. 1, 2, 3. Gehen wir doch dahin, aber kriegen wir den Wein nicht. Aber der Gegner nähert sich. Ich fürchte, dass er uns noch nicht wohlgesonnen ist. Magst du mir die Hilfe machen? Ja. Ich kann gerade auch keine Einheiten kaufen. Produktion für Karthago. Ach, das war dumm. Dadurch haben das jetzt die Felder da bekommen. Das Feld wäre eigentlich noch für Karthago gewesen. Ich fürchte, dass mir sowas Lustiges passieren wird. Wir haben leider keine Silberressource, das heißt, du musst irgendwie eine Runde überleben. Okay, du kannst ruhig Schaden nehmen für Wissenschaft. Du musst wahrscheinlich dahin müssen. Du musst einen Krieger haben. Ich nehme an, dass wir jetzt langsam gewisse Probleme kriegen werden. Da wäre noch eine Kavallerie-Ressource. Aber sehr, sehr weit weg. Benjamin Franklin hat da seine Stadt gegründet. Das ist auch alles Felder unserer Hauptstadt. Jetzt nicht optimal, aber jetzt auch nicht so richtig schlimm. Wir brauchen für das Rad wahrscheinlich Bewässerung und Steinmetzkunst, aber wir nehmen jetzt erstes mal Steinmetzkunst. Karthago, du musst wohl oder übel ein paar Schleuderer bauen. Ja, du solltest wieder angreifen. Das war einfach mal. Es gibt eine andere Welt. Aber Ibn Battuta möchte, dass wir Nahrung kriegen. Finde ich gut. Ausrichtung. Wir nehmen mal Disziplin, um die Kriegsdings zu bekommen. Das ist eine Produktion für Tongruben. Wir haben ja einen ganzen Haufen davon. Für Tongruben, Minen und Steinbrüche. Happiness kriegen wir nicht. Einfluss kriegen wir nicht. Dann nehmen wir den Steinkreis hier. Ja, ne? Baumwolle ist gut. Baumwolle ist gut. Gold können wir auch gebrauchen. Fischerei ist gut. Ich würde natürlich gerne jetzt einen Altar bauen und eine Bibliothek und den ganzen Kram. Aber wie gesagt, wir stehen hier gerade kurz vor Krieg.
Die Bibliothek ist auch relativ wichtig. Der Altar geht in 6 Runden. Mit 3 Produktionen. Neuen Kontinent entdeckt. Das wird hier auch ein bisschen wild langsam. Kauft jemand Schleuderschützen. Eine wehrlose Siedlung, das ist richtig. Ihr müsst euch mal heilen, liebe Krieger. In die Hoffnung, noch so ein paar Hütten zu finden. Die greifen sich auch nicht so richtig an, ne? Hunde, Kühe oder Schweine? Hunde sind Freunde. Oh oh. Vulkan ist immer schlecht. Hier, wir haben eine Feier, aber wir haben, wie gesagt, noch keine Kavallerieeinheiten. Aber wir kriegen mehr Gold. Auch gut. Gut, dass wir da gerade die ganzen Leute rausgeholt haben. Noch irgendwas? Nee. Wer bist du? Batuta. Nicht so ein bisschen mein Freund. Also ein bisschen. Und gemeinsam forscht. Ja, dann sind wir noch ein bisschen mehr Freunde. Um die Gemeinde hier noch weiter vergrößern. Und zwar vergrößern wir sie um diesen Holzfäller. Was verloren? Nee, nicht. Du bist ein Krieger, der kriegsbereit Kriege machen kann. Die Stadt hat ein bisschen ein Problem. Ich würde sehr, sehr gern Meserwerde irgendwie schützen. Wir können hier nochmal die Gemeinde vergrößern. Dann vergrößern wir uns erstmal nach da. So, du hast deine Produktion beendet. Du produzierst jetzt hier eine Bibliothek. Ich glaube, die nächste Siedlungsform. Aber gut, dann müssen wir da schon wieder kämpfen, ne? Ich weiß gerade nicht, wo ich so recht die nächsten Siedler hinbauen soll. Hier verschlechtern sich unsere Beziehungen jetzt auch. Du willst mit mir handeln?
Und das ja wohl nicht. Hier bin ich wieder froh, dass ich weggegangen bin. Das ist ein Krieger, hat eine Bibliothek. Bildet einen Krieger und einen Schleuderschützen aus. Einen weiteren Krieger. Ist auch nicht schlecht, ne? Wir brauchen Gesetzgebung für Händler. Das ist diesen Kollegen hier. Dann bilden wir jetzt auch noch einen Krieger aus. Oh oh, wer kommt jetzt mit Elefanten an? Hier, Karthago hat einen Krieger. Und wir haben einen Schleuderer. Hier, du bist gefangen. Er war der Erste, der einem... Das gibt viel Produktion, das wollen wir haben. Wir wollen Bewässerung. Also wir müssen Bewässerung haben für um das Rad zu erforschen. Ich habe eine neue Zivilisation getroffen. Die an, glaube ich. Du liebst mich doch, oder? Lass doch Militärhilfe machen. Eine Anführeragenda, mag mich nicht. Meisten Aufblicken, meist Spezialisten. Nächste Kommandantenstufen. Alles so geht so. Wir brauchen einen Krieger. Nein, stimmt gar nicht. Wir brauchen einen Schleuderer. Hier haben wir einen Krieger und einen... Aufhören mit dem, was du tust und dahin gehen. Ich gerne die Stadtstaaten hier so langsam auseinanderklöppeln. Aber er heilt sich leider wahrscheinlich schneller, als dass ich ihm Schaden mache. Die Gemeinde hier um dieses Baumwollfeld noch erhöhen. Das kannst du haben. Hier rein. Ich weiß gar nicht, ob das deren Siedler ist oder ob das deren Händler ist. Ich das deren Siedler. Was wiederum dazu führt, dass wir jetzt erstmal siedeln müssen. Ja, wir haben den Krieger bekommen. Kriegen einen Kodex. Kriegen, wenn wir eine Siedlung erobern, Militärpunkte.
Hier nochmal ein paar Pferde abstauben. Wir haben eine wehrlose Siedlung, ja, ich weiß. Dafür hier noch ein Anführer-Dude. Versuche gerade den so ein bisschen Platz wegzunehmen. Keine Ahnung, ob das klappt. Ich denke fast, dass es nicht funktionieren wird, aber man kann ja mal hoffen. Oh, wir haben Schießen dran. Okay, der geht da runter. Mit Teotikan. Eben nicht an, dass es als eroberte Siedlung zählt. Aber ich löse dieses Dorf jetzt auf, kriege damit automatische Bewässerung. Oh doch, es zählt. Ich habe ein Militärattribut bekommen und jetzt kriegen wir das Rad. Militärattribute, ich kriege das ein Kriegsunterstützung, wenn ich angegriffen werde. Das ist für uns jetzt auch recht wichtig. Und dann ist die Stadt auch weg. Okay, er hat da diese Siedlung gegründet. Er hat tatsächlich da die Siedlung gegründet. Das heißt, wir haben zumindest eine Siedlung, die wir auch in Ruhe werden hasten können. Die Siedlung wollen wir haben. In den Kamelen. Hier eine Siedlung. Datteln. Wein. Wein bringt Zufriedenheit. Hier wären noch die anderen Pferde. Keine Ahnung, wo wir bis dahin kommen, aber die... Also für... für... Ich will jetzt sagen, dupdi-dupdi-du. Jetzt nicht mehr. Da. 2, 3, 1, 2, da. 1, 2, 1. War das nicht neben einer Ressource? Wir wollen neben der Ressource. Dann kriegen wir das Weihrauch nicht. Das ist jetzt aber auch nicht so entscheidend, sage ich mal. Teotikan könnten wir uns gleich mit abfreunden, ja. Uns gleich mit befreunden. Benjamin Franklin. Nicht. Du bist nicht mein Fan. Du mein Freund sein. Du möchtest schon eher mein Freund sein. Auch wenn deine Anführeragenda ein bisschen dagegen spricht. So, hängende Gärten, ja, ist auch alles nett. Ich glaube, wir brauchen hier gerade Heerführer. Oder einen Garten. Das ist ein Sechsergarten. Monument, das ist wahrscheinlich überall nicht so gut hier, ne? Ja. Aber keine Berge. Wir brauchen hier Heerführer.
Keine Ahnung, ob der Kolonist da oben ankommt. Vermute fast nicht. Der Kolonist ist angekommen. Die Frage 1, 2, 3, 4. Ich sollte da weit genug von weg sein, dass die mich deswegen nicht hassen. Wenn ich Depot hier gründe. Baumwolle ist wichtig. Und schon mal die Seidenstraße. Jo, ist alles gut. Ihr müsst euch hier mal ein bisschen sammeln. Wenn die Stadt da einnehmen, ich habe da kein Problem mit. Ich sah da nichts zu. Ganz zufrieden. Guckt hier mal schön. Scheiße. Okay. Der kommt hier wohl nicht besonders weit. Naja, es war ein Versuch, aber der Siedler hat es wohl nicht überlebt. Mal darauf. Das sieht doch gut aus. Fröhlichkeit. Den Kornspeicher spendieren. Argo, wir können dir auch ein paar Sachen spendieren. Noch den Garten hier. Das 6er Garten. Hier, plus 6er Garten. Wäre gut, wenn die Kasembi da erobern könnten. Jotikan, hätte ich gar nichts gegen. Muss ein bisschen an der Happiness arbeiten. Ach, 2 Runden. Migranten. Noch gleich in Karthago bleiben und in Karthago Minen erwirtschaften. Die nämlich tot. Wollte ich eigentlich verhindern, aber gut. Nicht so gut funktioniert. 1, 2, 3, ja, das Eisen ist genau nicht mehr drin. Vielleicht wird es Zeit, da ein bisschen was zu machen. Ja, gerne, Konfuzius. Wir haben hier was bekommen. Wir werden das doch alles gewinnbringend in Karthago einsetzen. Wir haben nur diese eine Stadt, dann können wir die auch groß und mächtig machen. Du bist ein einzelner Krieger, geh dahin. So, Plantage können wir nochmal neu machen. 3 Nahrung, kann Hippo behalten. Du willst die 2 Nahrung, 2 Produktion, Karthago. Bin mir sehr sicher, dass du das haben willst. Wir haben wieder eine Feier. Bau von Wundern oder Kultur. Dann nehmen wir lieber Kultur, Produktion und Schlauheit in der Hauptstadt. Okay, wir haben hier eine Armee sammeln. Sicherweise haben wir auch eine Armee. Die Frage, welche Armee jetzt brauchbar ist. Ich vermute seine. Deswegen hat die hängenden Gärten fertiggestellt und jemand hat die Terrakotta-Armee fertiggestellt. Okay. Jetzt sind wir noch lange nicht.
aber wir brauchen jetzt mal unsere eigenen Sachen hier. Und gern mit denen handeln. Auch 50 Gold bringt uns nicht so viel, 25 Kultur bringt uns erschreckenderweise ein bisschen was. Jetzt könnten wir Schrift mal erforschen. Die Schrift weiterentwickeln. Oder sehen wir Krieg, von dem wir nichts wissen? Nee. Hier, wenn wir nach Militärhilfe fragen. Wir sind hier nur so aus Langeweile verletzt. Bronzeverarbeitung könnten wir Bogenschützen bauen. Hier mit Belagerungseinheiten, die brauchen wir aber eigentlich auch nicht so unbedingt. Und 12 Runden auf Bogenschützen werden wir wohl nicht mehr warten können. Was wir hier auf jeden Fall machen, sind mal ein paar Stadtmauern kaufen. Die Gemeinde vergrößern. Da, wo du am meisten Nahrung kriegst, ne? Meine Spezialisierung verfügbar. Ich werde mal Nahrungsmacher. Das Karthago. In 6 Runden haben wir die nächste Partie. So, wir haben hier den Heerführer. Du musst eigentlich... Das ist noch Karthagos Feld. Eine Villa. Da eine Villa und baut da Mine. So, nochmal unsere Fähigkeit, irgendwas mit Quartieren. Militär- und Wissenschaftsgebäude erhalten. Na gut, wir können hier ein Quartier bauen, wir können da auch einen Wunder hinstellen. Jetzt. Ja, gar nicht mal so ein gutes Wunder, weil das nichts bringt. Hier, wollen wir handeln? Komm, lass uns handeln. Gesegelten schnell So, wir haben das Trockendock, wir haben die Schrift. Jetzt können wir die Bronzeverarbeitung machen. Wir haben wir eigentlich überhaupt einen Generell? Die Meisterin bringt +1 Reichweite für Marineeinheiten. Und wir können einfach Schiffe kaufen. Hey, was? Erhöht die Anzahl der Ressourcen, die mit der Hauptstadt werden können, um 3. Ujo. Das brauchen wir. Und dann kommen sizilianische Kriege. 20 Gold von Bergbaugemeinden. Durch Entwicklungslimit erhöhen. Fortbildung des Sicht für numidische Kavallerie. Kodexplatz für Gemeinden mit Handelsaußenposten. Hier 5. Fünf. Villa fertig? Na jo, sind schon fix. Dann bau das fertig, da. Wenn du es in 5 Runden hast. Wir haben eine Feier. Wir sind am Feiern. Ja, wir nehmen das mit der mehr Produktion.
So, das ist unsere aktuelle Feier, ist noch eine Runde. Ah, das ist natürlich was anderes. Wir nehmen gerne deine Nahrung in Anspruch. Ihr handelt mit uns. Wo ist das Ziel? Ist alles nicht so spannend. Alles nicht so spannend. Mehr Kolonisten können wir bauen. Dann können wir einen Kaufmann bauen. Wolle. Wolle brauchen wir jetzt so zum Glücklichmachen unserer Leute. Gibt uns Produktion. Hm. Das gibt's haben und dann verlierst du deine Fische und kriegst dafür Strafe. Die Hirtengemeinschaft halten heilige Pferde, die niemand reiten darf, sonst drohen grässliche Strafe. Alles schön gut, ein hinter verlorene Schaf zu Fuß finden muss und die einzige Erklärung für seine müden Beine die alten Bräuche sind. Welche Doktrinen sollten wir in Frage stellen? Achso, wir kriegen ja immer mehrere Kaufmänner, stimmt ja. Zombie. Ne, wir wollen nach. Achso, der baut uns da schon eine Straße. Gut, dann baust du uns da eine Straße. Und mit dir hätte ich gerne verbesserte Handelsbeziehungen. Dann könntest du nämlich nach Ravenna gehen. Meine Spezialisierung: mehr Geld für Handelsaußenposten. Fußengeländefeld 1, 2, 3, 4. Oh ja. 5 werden es wohl noch. So, die können auch an das Silber kommen. Doch, ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Mein Fehler. Aber dann sollen die nach hier oben wachsen und die sollen nach da wachsen. Die gemeinsame Forschung ist beendet. Dann forschen wir doch weiter gemeinsam. Ah, ich 100 Gold, aber verliere ganz viel Kultur. Mache. Wir sind wirtschaftlich. Wir sind wirtschaftlich. Ein Gold pro Rathaus und einem anderen Ding. Wir wollen eigentlich hier hoch. Das ist Konfuzius und das Han-Reich, aber da sind Pferde. Ich sehr, sehr gerne noch Pferde. Auch nochmal gucken. Kann leider nicht Konfuzius. Kann leider nicht. Was ist denn hier los? Okay. Ich werde hier etwas übersiedelt. Okay, Freunde. Wir werden hier ganz ordentlich übersiedelt. Ja, noch, dass diese Stadt hier erobern. Ja, könnte mit meinem Anführer mal hier runterkommen. Mit dem Anführer hier runter, in der Hoffnung, dass die Kausam-Bibel erobern und wieder einen Teotihuacan kaputt machen und mit denen
hier gebauten Kolonisten dann hier gleich hin können. Hier irgendwo. Könnte es auch mal durch die Gegend reisen. Und wir haben hier noch den einen oder anderen Speer, aber... Ja gut, dann mach hier jetzt halt noch ein Monument hin. Du bist der eine Kolonist, der hier hochlaufen soll. Du bist der Kolonist, der hier erstmal ein Nickerchen macht. Ein gepflegtes Nickerchen. Sizilianische Kriege, Siedlungslimit erhöhen, das ist wichtig. Und wir bauen hier die Werft. Ne, die Werft ist tatsächlich Nahrung. Hier ist mehr Nahrung gewesen. Das können wir mit verbessern. Ja, Ressourcen. Handelsweg abgeschlossen. Wir haben irgendwie einen Haufen Handelswege gemacht in unserem Leben. Ja, so, wir sollten vielleicht mal Segeln erforschen. Okay, die haben ja einen Haufen Bogenschützen. Die haben jetzt Party. Bau von Wundern. Na, wir bauen jetzt erstmal noch kein Wunder. Kriegen +2 Einfluss. Wir haben eine überquellende Schatzkammer. Oh ja, in der Tat haben wir das. Und wir haben numidische Kavallerie. So, du hast jetzt einen Siedler hier eingesteckt, oder was? Ach, ich würde dich gerne denunzieren, wenn du mir das gestatten würdest. Listenlimit in Cargo erhöht. Ich weiß leider noch nicht, was Spezialisten sind, aber es ist schon mal gut, wenn wir den Limit erhöhen. Können wir hier ein Wunder hinsetzen? Erstmal da rein. So, wir haben weitere Ressourcen. Diese Ressource haben wir noch nicht. Ja, Ming-Reich glücklich. Wunsch meine ich. Und Datteln. Ist auch gut. Alles Ressourcen, die wir so noch nicht haben. Der Kolonist kann hier warten weiterhin. Hier steht da mal so. Okay, wir können hier die Einheiten alle mal ein bisschen upgraden. Würde ich gerne Kasembe erobern. Die Stadtmauer kriegst du natürlich noch. Den Kornspeicher kriegst du auch. Hierhin vielleicht. So, und vielleicht immer eine Verteidigung, ne? Einheiten gibt's nicht. Frühlingsblumen verwelken im Herbst. Wir haben das Valley of Flowers gefunden. Aus Versehen. Die schöne Brise. Oh, ich kann das andere gerade nicht machen, es tut mir leid. Geht die Ausbildung sehr teuer. Währung. Das wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Fischereimole. Ja, nun wirklich nicht. Warte mal. Wo bauen wir das Tor? So, das ist Tor der zwei Welten ist. So heißt das nicht, aber irgendwie so ähnlich heißt es. Ben Franklin.
Was mit dem guten Benny Franklin. Wir können auch ein paar Galeeren bauen, einfach weil wir es können. Okay, der sich dahin gesiedelt. Hier werden noch Kamele. Ich wollte natürlich nicht Kamele, ich wollte ja Pferde. Oh, die sind hier im Krieg. Militaristisch, bitte. Danke. So, jetzt müssen wir kurz hier weggehen und zu dem Tor aller Länder. Militaristisch. Kampfstärke gegen unabhängige Mächte. Tja, Kaufmann. Hier ist natürlich auch gut. Jetzt können wir hier mal mit dem Kaufmann diese Siedlung da aufdecken. Oh oh, das Fischerboot ist abgebrannt. Na gut, gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Utica, du bekommst einen Bogenschützen. Du hast einen Schwertkämpfer. Karthago hat einen Händler, einen Siedler. Du bekommst ebenfalls einen Bogenschützen und die müssen auf euch aufpassen. Du kannst weiter... Kannst du denn? Kannst du gar nichts. Bau eine Stadtmauer. Hast du schon. Und dann bau das Bürsa. Hier hin. Hier hin. Das ist auch irgendwie nicht gut. Bringt das? Handelswege aus der Siedlung können nicht geplündert werden. Ja, gut. Das ist also nichts. So, und die Galeeren fahren jetzt mal hier rum. Oder die Galeere. Mausoleum des Theoderich. Große Stele. Das ist für mich nicht so sehr dolle. Ich könnte hier jetzt den Krieg erklären einfach, ne? Dann Kasambi erobern. Aber ich will das ja gar nicht erobern. Ich fürchte, die Gegner kriegen es nicht hin. Meine Spezialisierung brauchen wir jetzt noch nicht. Mit wem bist du alles so schön im Krieg? Konfuzius. Und du bist verbündet mit Ibn Battuta? Oh oh. Du bist verbündet mit Ibn Battuta. Das ist schlecht. Wo ist denn unsere Stadt? Nö. Ich bin Bauernspezialisten. Macht Ben Franklin auch glücklicher. Okay, wir sind schon 50% durch das Zeitalter, meine lieben Freunde. Das sagt uns, wir sind auf einem interessanten Weg. Ben Franklin, okay, die sind alle Kilometer weiter als ich, was Forschung und dem ganzen Kram angeht. Schon unangenehm, wie viel weiter die sind. Aber das müsste Essen in allen Siedlungen ist auch nicht schlecht. Ich das jetzt noch behalten, ne? Ich erober die jetzt und dann behalte ich die. Ja, ich habe hier halt so ein paar Kolonisten rumlaufen, die nicht so richtig wissen, was sie tun sollen.
Hier gibt es Gold. Okay, wir warten noch eine Runde. Hier ist zum Beispiel noch Osten, ja. Wir warten eine Runde, um unser Wunder oder fertig zu bauen. Und mit diesem schönen Endvideo entlasse ich euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, einen Abo, was euch einfällt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.